Ich glaube, die Waschfrau ist schon schlafen, ja. Da können wir nichts mehr erfragen. Ja, unsere Freunde sind noch da. Tequila Sunset. Hast du hier in der Nähe Moment. Hast du hier in der Nähe in letzter Zeit eine rothaarige Frau namens Ruby gesehen? Can't really remember seeing any women after losing my keys. It's a touchy topic. He hasn't got laid in ages. Ach Gott. Du armes Schwein. The legend! He's back! And firstly, I got smokes and piss and a little speed to spice things up. Nein, danke. Don't call Abigail. Er wird mir bestimmt Auskunft geben. Hast du hier in letzter Zeit irgendwelche Frauen gesehen? Abigail? Abigail, where are you? Don't call. Oh mein Gott. Langsam sackt sein Kopf zur Seite ab und er schläft mit heraushängender Zunge ein. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Er ist der Beste. Einfach der Beste. Jetzt lauf doch. Wieso? Weil ich doof geklickt habe, deshalb. Meine Schuld. Oh, Moment. Da ist was. Erstes Lesebuch für Kinder. Hä? Das war neu da drin. Habe ich den Kindern ihr Buch geklaut, oder was? Ein Textbuch für Erstklässler. Auf dem Buchdeckel schiebt ein humanoider Bär eine Schubkarre voller Buchstaben vor sich her, auf ziemlich ungestimme Weise. Das S hängt gefährlich heraus, während das E schon vor einer Weile heruntergefallen zu sein scheint. Kinder sollten etwas aufmerksamer sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt angucken möchte. Mache ich vielleicht später, wenn ich sonst nichts mehr machen kann. Wenn nicht, dass wir hier noch mit Leuten reden können, das eventuell verpassen oder so. Einmal schnell. Hier ist aber nichts auf der Seite, glaube ich. Außer das mit den Einschusslöchern. Ja. Ich meine, der Mann mit seinem Kind, nee, die werden alle schon weg sein. Was ist das? Halt, stopp. Balken sind gesplittert. Die Brücke ist nicht von allein eingestürzt. Das war Geschützfeuer. Ich muss gerade kurz überlegen, wo wir als erstes hingehen. Boje, Falle auffüllen. Ich denke, wir sollten erst zu den Ravern nochmal gehen. Und vielleicht zu der Dings, Soonas. Vielleicht ist es noch nicht zu spät heute. Wir gucken mal. Und ansonsten machen wir es am nächsten Tag. Ich pack gleich die Taschenlampe aus. Es ist so dunkel hier. Voller Löcher. Könnten die Pfähle Schätze bergen? Wirf einen Blick hinein. Ah! Jo, alles klar. Was geht denn jetzt ab? Hä? Wieso ist hier mal Geld drin? Und was ist denn hier los? Das ist ja wie Weihnachten. Was ist passiert? Oh, liegt auch noch Geld rum? Also, ich sollte noch mal öfter die Taste drücken hier. Moment. Was ist das? Stand das immer schon da, das Boot? Okay, Moment.
Hier kommen wir nicht rüber. Kann ich an das Boot dran? Okay, ans Boot. Kommen wir nicht hinter. Wieso ist da einfach mal so auffällig so ein fettes Boot? Oh! Hallo? I'll just keep the Cordelechi in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Wieso bist du jetzt hier? Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Was ist denn mit dir los? Hallo? Hello, detectives. Geht's dir gut? It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. Also, wie gefällt es Ihnen hier? How do I like it? Sie lässt ihren Blick zum Dorf schweifen. Auf den Betonziegeln schmilzt der Schneematsch. Bauarbeiten wurden vor 10 Jahren abgebrochen. Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name, all the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. Real men, real politics, real thoughts in your head. Dieser Ort ist sowieso dem Untergang geweiht. Maybe. Sie lehnt sich gegen das Geländer und sieht zum grauen Himmel auf. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. Have I told you how they discovered this place? Der Wind nimmt zu und ihr Regenmantel flattert. Dieses Fischerdorf? No, they're in Sealindian, Isola. Was genau ist eine Isola? I'm guessing you don't know then. Nein, Sie haben mir nicht erzählt, wie sie entdeckt wurde. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Ich bin auch zu etwa 45% funktionstüchtig, aber langsam wird es besser. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Erzählen Sie es mir jetzt, wir haben Zeit. Do we? Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Er scheint keine Zeit zu haben. I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. Will man uns irgendwie dazu drängen, dass wir uns beeilen? Ich fühle mich so ein bisschen gedrängt. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of her stay. Interessant. Maybe there is something else I can assist you with while you're hot in pursuit. Nicht wirklich. Ich meine, die Probe kann ich nicht mehr More wiederholen lessons in aktuell, ne? basic reality? Nee. My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything.
Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Nein. Gut, interessant. Wir werden hier ständig abgelenkt. Hoffen wir einfach, dass die Leute hier ein bisschen länger noch wach sind. Ach, ich kann doch hier rüber. Kann mal rüber. So. Riecht nach Schweiß, Waschmittel und einem Hauch von Äther. The Hallo. large-headed youth has closed his eyes, lost in the music. Sensing you, he opens them. Good morning! Yeah! Pump it up! Pump it up! Pump it up! Ich weiß. Ich habe dieses Tonband gefunden. Vielleicht kannst du Van Eycks Jam damit Hardcore machen. Ich gebe ihm das reparierte Tonband aus dem Weißdornbaum. Yeah! Remix time! Tape goes here! Into deck B! Seine Stimme dröhnt durch die Kirche, als er das Tonband nimmt und auf den leeren Bandteller legt. Welche Kirche? Wir sind noch nicht in der Kirche. Er klickt auf einen Schalter und das Tonband beginnt sich zu drehen. A hand on his ear, he listens to the audio through his headphones and shouts. Wow! Did you get this from Arno himself? A great excitement is bubbling to the surface within him. This is big. Wie meinst du das? Listen, I'm just going to show it to you. Ready? Ich bin sowas von bereit. Wow! Here's that! The signs match perfectly! Ja, gar nicht schlecht. Now, if only we had the beat for the full assault, it would be unbelievably hyper! Intriguing. The way I see it, Van Eyck based his remix on some famous original piece, like a folk song, something local. Seems you found an initial part with the main melody. I think it's just happenstance. Chaos in action. Contingencies of our limited existence. That and Egghead's fantastic talent. Er nickt seinem Freund hinter dem Drehteller zu. Noid's right. Egghead's technical talent is the key. Something mysterious is going on here. Ist es richtig, dass ich noch nichts sehen soll? Oder vielleicht sollte das jetzt eigentlich in der Kirche stattfinden, das Ganze? Andrea hat recht. Es klingt wie ein neu abgemischtes Lied aus dieser Gegend. Be how it may, if it fits, it fits! Bring up the volume! Es passt. What about the bass? Do you have any ideas for that? Der Bass. Yeah, I remember. You said it needs more bass. You can't just leave it without a bass track. Wo könnten wir denn noch einen Bass herkriegen? Ehrlich gesagt habe ich gerade keine Idee, aber vielleicht fällt mir später eine Lösung ein. Yo, the warrior! The warrior of dance music! Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think the jam's already pretty ultra. But it could be hyper hardcore! Ja, vielleicht haben wir noch eine Chance, dass... Hilf Eierkopf beim Beat, dies könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen. Also wir bräuchten noch mehr Tonbänder. Aber wo? Ah, vielleicht müssen wir dann echt nochmal den Kleiderhaufen durchwühlen. Oder wir müssen hinter Schädelmesser. Vielleicht ist da noch ein Tonband.
welches Tonband im Container, den wir nicht aufkriegen. Also es könnte ja jetzt dann überall sein noch. Na gut. Brauchen wir Tonbänder. Gut, jetzt können wir sie mal fragen. Oh. Okay, also von denen kann mir keiner was zu Ruby sagen. I see you're here again. Off sign, man. Ja. The large-headed youth. Nee, keiner weiß was zu Ruby. Schade. Wir haben noch einen Gedanken gewonnen. Arno van Eyck. Die Frage lässt sich nicht in Ruhe. Warum passt die Melodie von einem kaputten und weggeworfenen Band perfekt zu einem Song, den ein paar Speedfreaks in einem eisigen Zelt spielen? Kann das Zufall sein? Vielleicht hatte der Maschinenmensch persönlich seine Hand im Spiel. Er versucht ja, den perfekten Song zu schreiben. Vielleicht ist Eierkopf in Wirklichkeit Arno van Eyck? Eyck? Ei? Ja, vielleicht. Hast du Ruby gesehen? Hello again. Ah. Hast du hier irgendwo eine rothaarige Frau gesehen? No. Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Das ist gut, keine Nachbarn, die sich über den Krach beschweren, wenn der Club erstmal läuft. Exactly. It's our chance to turn the grim desolation into an overwhelmingly fun dance party. Ja, schade. Kann sein, dass wir erst am nächsten Tag was erfahren. Na, mal schauen, ob Soonas da ist. Ein aufgeschlagenes Gebetbuch. Thiago, bist du da? Nein. Aber sie ist da. Yes, what is it? Ja, ganz ruhig. Haben Sie eine verdächtig auftretende Person gesehen? Möglicherweise eine Frau namens Ruby. What? No, no one's suspicious around here. Wow. Hey, nochmal wegen diesem 2 Millimeter großen Loch. The swallow, you mean? What about it? Ja, jetzt können wir sie ja nochmal fragen. Jetzt hat sie scheinbar mehr Zeit. Haben Sie eine Ahnung, wo sich dieses Loch befinden könnte? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Sie blickt hinauf und versucht mit ihren Augen die stockfinstere Dunkelheit zu durchdringen, ohne Erfolg. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. Warum dort? There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. Ist schon weird. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Dort lebt der Krabbenmann. I know. Meinen Sie nicht, der Krabbenmann könnte für all das verantwortlich sein? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands typing hundreds of commands into the machine. Sie haben erwähnt, dass die Forschung nicht gut läuft. Wieso nicht? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Aber ich frage so gerne, verdammt. Great. Thanks. So. Was wäre, wenn Sie gar nicht gehen müssten? Ich habe mit André gesprochen. Er will eine Lösung finden. I don't want to make anything work. Moment, Sie wollen gar keine Lösung finden? Yes,
anything. I don't want to make anything work. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Ja, wenn ich es jetzt nicht anspreche, dann kann ich sie aber vielleicht nicht knacken. Aber ich könnte es auch verkacken, wenn ich sie anspreche. Sind Sie verbittert, weil Ihr Funkspielprojekt gescheitert ist? That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Oh. Okay. Das sieht ziemlich gut aus für uns, würde ich sagen. Ich überzeuge sie davon, mit den Ravens zu kooperieren. Easy. When her research is done, she can move out. Easy. Wegen Ihrer Forschung. Sie haben vorhin erwähnt, dass es nicht so gut läuft. Vielleicht kann ich ja behilflich sein. What? No, I don't really need any help with the project. Aber wenn ich Ihnen dabei helfen würde, das Projekt abzuschließen, dann müssten Sie nicht weiter in einer Kirche und neben dem ganzen Bum-Bum leben. Denken Sie darüber nach. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory and I'm unable to go and fetch it myself. Ha! Wir wissen, wo... Haben wir die dabei gerade aktuell? Oder... Nee, die haben wir, glaube ich, da drin gelassen. Meinen Sie mit alter Arbeitsplatz das Studio von Fortress Accident oder Accident im verfluchten Gewerbeblock? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Ich kann auch schon unten rein. Ich war sogar schon einmal im verfluchten Gewerbeblock. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. Ist es nicht das, was wir schon gefunden hatten? Und wo ist die externe Kopie genau? In the giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offsite copy from the ice bear. Bitte schrei mich nicht an. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... Ich habe am Eisbärkühlschrank einen Zettel gefunden. Darauf stand, dass die externe Kopie an einen sicheren Ort gebracht wurde. Wait. A note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Dort stand, die externe Kopie sei zu einer Eismaschine in der Nähe gebracht worden. Ein gewisser Sulislav hatte den Zettel unterschrieben. Jarisa. Of course. Our project lead, Sulislav Jarisa. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep and the Valley of the Heads. Also ist das, was jetzt gemeint ist, die Kopie, das ist quasi in diesem Gefrierschrank, den wir noch nicht aufkriegen konnten, weil wir dafür eine verstärkte Brechstange bräuchten. Dann ist das, dieser Filamentspeicher, den wir gefunden haben, scheinbar was anderes. Like it would have made a difference. The offsite copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. Sie verschränkt trotzig ihre Arme. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Ich habe die Eismaschine gefunden, aber ich konnte sie nicht öffnen. Sie ist vollkommen zugefroren. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, Ja. I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. Habe ich schon, aber ich brauche noch eine verstärkte Brechstange. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Du musst mir das aber geben, wenn du so eine Brechstange hast. Übrigens, wir haben in dem Kühlschrank eine Leiche verstaut. Wait, what? Whose dead body?
You know, we don't actually have to tell the entire world about the fridge. Ach so. Whose body is it? Fragt sie erneut und starrt dabei erst dich und danach den Lieutenant an. Hier gehen gerade irgendwelche Hunde wieder mega ab. Keine Sorge, ich habe sie dort verstaut. Vorübergehend. Das ist alles Teil einer offiziellen polizeilichen Ermittlung. You put it there? You put a dead body inside the ice bear fridge. Die Ermittlungen haben es erfordert. Okay. Very cool. Thanks for keeping me in the loop. Wahrscheinlich wäre das auch meine Reaktion. We would appreciate it if you kept this knowledge to yourself, miss. Who would I tell? My mother? I don't have anyone to tell. And if I did, I wouldn't. I don't care. Ja gut, das werde ich... soll ich Sie fragen? Warum können Sie sich das Filament nicht selbst besorgen? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Moment, haben Sie etwas mit dem Fluch zu tun? Of course not. Anyway, I don't have my keys anymore and she won't let me in. Warum glaubt sie, dass Sie etwas mit dem Fluch zu tun haben? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Ja, die Leute aus Martinez sind nicht gerade auf der Höhe der Zeit. She literally started praying for the higher powers when she first saw my range civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some feminine magic. Was ist eine externe Kopie und wofür benötigen Sie die? It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. She's making it extra simple for you. Nett von ihr. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Na gut, ich gehe die externe Kopie suchen. Thanks. Sie überlegt einen Augenblick und greift anschließend hinter den Funkcomputer. Sie reicht ihr eine Art überdimensionierte Brechstange. Yes! And here's my Qualsund multitool. Oh, cool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. Cool. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Qualsund. Oh, vielleicht erhöht das auch unsere Chancen bei dem Container. Vielleicht können wir den dann mit Körperkraft öffnen. Das wäre ja cool.